Darüber möchte ich auch sprechen mit Nico Lange, dem Sicherheitsberater und Politikberater hier bei mir im Studio. Also die SPD-Spitze stellt sich klar hinter die Entscheidung, Stationierung von Raketen mit weiterer Reichweite in Deutschland oder Marschflugkörpern. Aber die Hälfte der Deutschen hat da Sorge, sagt, das könnte den Konflikt mit Russland weiter eskalieren. Inwiefern bewerten Sie diese Gratwanderung, die die SPD-Spitze da macht? Man kann, glaube ich, diese Fragen nicht von Stimmungslagen abhängig machen. Das wissen wir übrigens auch aus der deutschen Geschichte schon seit der Wiederbewaffnung. Da muss politische Führung erklären, warum das notwendig ist und muss die Entscheidungen durchsetzen. Und in dem Fall, das steht in der nationalen Sicherheitsstrategie, die Bundesregierung hat sich klar dazu positioniert, jetzt eben auch das SPD-Präsidium. Der große Fehler aus meiner Sicht war die Unterwanderung und dann Verletzung des INF-Vertrages durch Russland und die Stationierung der Raketen in Russland schon vor einigen Jahren nicht öffentlich zu thematisieren, um klarzumachen, wir müssen jetzt darauf reagieren und müssen uns absichern. Jetzt hat man die vielen Jahre verloren und hat jetzt Schwierigkeiten damit, die Bedrohung zu erklären. Also ein kommunikatives Problem im Grunde genommen, weil die Diskussion nicht lang genug stattgefunden hat. Ja, wenn man selbst nicht gewünscht hat, über russische Bedrohungen zu sprechen zu diesem Zeitpunkt, dann wird es eben schwieriger, wenn man als gleicher Politiker, der nicht darüber sprechen wollte, jetzt plötzlich erklären muss, warum das eine Bedrohung ist, schon seit vielen Jahren. Es wäre besser, das gleich richtig zu thematisieren. Nun steht da in dem Beschluss, eine nukleare Bewaffnung der Systeme ist nicht vorgesehen. Das ist eine vorsichtige Formulierung und entscheiden das am Ende nicht vielleicht doch die USA eher? Also diese Tomahawk-Marschflugkörper, die hier stationiert werden sollen, die kann man gar nicht nuklear bewaffnen. Insofern erübrigt sich diese Frage. Wie sehen denn andere EU-Länder überhaupt die Stationierung solcher Waffen bei sich, aber auch bei uns in Deutschland? Also in vielen Ländern in der EU, die auch NATO-Mitglieder sind, ist das Konzept der Abschreckung und damit auch zum Beispiel der Gegenstationierung von solchen Waffen etwas, worüber niemand groß diskutiert. Das ist schon eine deutsche Besonderheit, dass wir immer denken, wenn wir Abschreckung organisieren, dass wir damit irgendwie zu einer Eskalation beitragen würden. Ich glaube, dass viele, insbesondere in Skandinavien, Mittelosteuropa, eine sehr klare Wahrnehmung dessen haben, was Russland ist unter Putin und wie Russland uns bedroht und dass es deswegen da keine großen Diskussionen über solche Fragen gibt.